Servus Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal der Outdoor Schwabe. Freut mich, dass ihr dabei seid, eingeschaltet habt und oder meinen Kanal gefunden habt. Ja, im heutigen Video geht es um meine Ausrüstung von 2023, mit was ich wirklich am meisten zufrieden war, meine Lieblingsausrüstung, die ich besitze und Ausrüstung, auf die ich ganz stolz bin. Wir sind heute oben auf dem Albäumle. Das ist hier in meiner Heimatstadt und
Ja, ich wollte heute eigentlich einen Stelterbau machen, aber ich bin angeschlagen und zwar nicht nur ein bisschen, ich spüre es schon ordentlich. Deswegen habe ich gesagt, heute regnet es, warum soll ich das rausreizen, dass ich noch krank werde. Gehen wir aufs Albäumle hoch. Windet zwar ordentlich, ich hoffe, man versteht auch was auf dem Video. Ihr habt gesehen, wie hoch wir sind glaube 20 Meter hoch. Jetzt 20 Meter in der Höhe und ich habe Höhenangst. Top. Ja, was macht man nicht alles für seine Community, hä? Ne, egal. Ich habe mir gedacht, das muss ich zeigen. Albäumle, einfach geil. Die Aussicht, die Weide, hier hinten Wälder, da vorne die Städte und so weiter. Richtig geil, Leute. Jo, Ausrüstung, auf die ich ganz arg stolz bin. Ich lade jetzt mal aus, lege euch alles parat und dann werden wir einfach mal ein bisschen drüber quatschen, warum ich da stolz drauf bin. Und eigentlich bin ich auf jegliche Ausrüstung, die ich besitze, stolz, weil ich das alles aus eigener Hand mir erarbeitet habe. Ja, quasi arbeiten gehen und bezahlen, Geld verdienen und bezahlen. Ja, und ich habe mir alles selber gekauft und deswegen bin ich auch stolz auf alles, was ich besitze. Es gibt nichts, wo ich sage, das ist scheiße. Es gibt ein paar Sachen, wo ich sage, das könnte noch besser sein, müsste man noch ein bisschen ausbauen, aber es gibt nichts, wo ich sage, das ist total kacke. Ja. In dem Sinne fange ich mal an, ein bisschen auszuladen. Wenn es zu heftig windet, gehe ich wieder down under und dann machen wir das ganze Ding einfach unten vorm Albäumle oder vielleicht suche ich mir noch irgendwo einen schönen Platz. Dann machen wir das einfach da. Ja, also Leute, bis gleich. Ich hab Angst, Alter, ist das hoch? So, Ausrüstung, auf die ich ganz arg stolz bin. Ja, ich teste das jetzt alles mal kurz. Das ist jetzt hier auch kurz eine Testsequenz wegen dem Wind, der geht. Aber mein allerliebster Schatz, den ich besitze, ist mein Beil. Warum? Das Beil war ein Alpha Tools Beil, also ein ganz günstiges Beil, kann man sich im Bauhaus kaufen. Und ich habe das einfach für mich selber modifiziert. Ja, ich habe es ein bisschen verziert. Ich habe mir ein Loch reingebohrt in den Stiel und dass ich es irgendwo hinhängen kann. Ein Bändel hingemacht. Und habe mir dann auch extra noch diese Hülle dazu gekauft, weil das Alpha Tools Bike gibt es mit so einem Gummiding, mit so einem Gummiteil hier an der Klinge und das ist natürlich voll Quark. Ja. Deswegen habe ich mir das hier noch dazu geholt, habe es gescheit geschärft und jetzt haben wir ein richtig geiles Beil, auf das ich wirklich, wirklich stolz bin, weil da habe ich viel Arbeit reingesteckt in das Teil und das habe ich eigentlich auch meistens dabei, gerade wenn es im Bereich Bushcraft geht. Ja, habe ich mir ein bisschen scheiß Wetter rausgesucht, hey. Aber meistens ist es so, wenn bei dem Wetter kommen nicht viele Leute hierher, deswegen habe ich mir gedacht, scheiß Wetter, ab aufs Albäumle, machen wir da Video. Ja, nächster Gegenstand, auf den ich ganz arg stolz bin, ist mein Pouch hier. Das Pouch-System, was ich mir entwickelt habe, da bin ich wirklich auch stolz drauf und ich brauche auch nicht mehr viele Pouches. Ich habe 2 Hauptpouches, die ich benutze. Da ist alles drin und die kennt ihr ja aus meinen Videos, die habe ich ja schon etliche Male gesehen und ich habe es auch einmal vorgestellt, ich kann es euch oben noch verlinken. Ich verlinke euch einfach alle Videos mal dazu, die ich dieses Jahr über meine Ausrüstung mal mitgemacht habe. Da ist alles drin, Erdnägel, Feuerzeug, Taschenlampe, Löffel, eine kleine Schere und so weiter und natürlich auch mein Paracord und mein Hobo-Kocher. Ja, Hobo-Kocher technisch bin ich nicht ganz so stolz, weil der geht mir ein bisschen auf den Keks. Das ist der Lixada, der steckbare und der ist einfach Müll. Ja, der geht mir ein bisschen auf den Sack, deswegen spare ich jetzt schon auf den neuen, auf die Bushbox, die klappbare, weil das ist einfach, ja, gibt es nichts Besseres, geht nichts drüber, es ist einfach so. Falls ihr was Besseres habt als die Bushbox, klappbar, schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, würde mich interessieren, ob es da noch was Besseres gibt. Aber auch in der Größe, weil ich brauche keinen riesen Grill, ich brauche so ein kleines Ding, wo ich ein bisschen was drüber kochen kann und das reicht. Also wenn ihr da was habt, schreibt es mal gerne in die Kommentare, würde mich interessieren. Danke. Ja, und auf einen Pouch, ich ganz arg stolz bin, ist der kleine hier, weil das ist mein Kaffee-Pouch und da habe ich meine Mini-Bialetti drin, über die habe ich auch schon ein Video gemacht, verlinke ich euch auch mal, müsst ihr auch mit irgendwo mit drin sein, in irgendeinem Video. Die ist von Krüger, die ist nicht teuer, aber die macht richtig geilen Kaffee und da bin ich einfach stolz drauf. Ich glaube nur 30 Euro hat das Teil gekostet, aber es ist für so ein kleines Teil auch viel Geld. Ja, bin ich einfach stolz drauf, Leute. Auf so Kleinigkeiten, wisst ihr?
weil mir geht es nicht um überteure Ausrüstung. Mir geht es einfach um das, was ich habe, bin ich stolz drauf. Auch wenn es nicht teuer ist. Es muss nicht immer teuer sein. Ich komme mit günstiger Ausrüstung genauso zurecht wie manche mit überteurer Ausrüstung. Und ich finde, das ist nochmal eine andere Klasse, weil mit teurer Ausrüstung die Bombe funktioniert, hat man ja auch nicht mehr so viel, ja, man muss nicht mehr so viel rumspielen, improvisieren und sonst irgendwas. Und mit günstiger Ausrüstung ist es halt ein bisschen anders, muss man halt ein bisschen improvisieren. Und ich habe nun mal nicht so viel Geld, dass ich mir alles von Carinthia oder was weiß ich was für Marken kaufen kann, Heli-Kontext und so weiter, was es da gibt. Deswegen heiße ich auch der Outdoor Schwabe, weil mir Schwabe spart. Und nicht der Outdoor High-End Ausrüstungstyp oder der Outdoor überteure Ausrüstungstyp oder sonst irgendwas. Ich bin einfach der Outdoor Schwabe, habe ein bisschen teurere Ausrüstung ab und zu, ab und an gönne ich mir auch mal was wie jetzt die Gamaschen, auf die ich brutal stolz bin, weil die sind einfach der Wahnsinn. Habe ich auch ein Video gemacht, das letzte Video, wer es gesehen hat. Ja, kommen wir zum nächsten Gegenstand. Der nächste Gegenstand, auf den ich stolz bin und mit dem ich auch dieses Jahr ganz arg zufrieden war, ist mein Hulta Force. Hulta Force Messer, schon sehr gut geused, aber scharf wie Rettich. Scharf wie Rettich. Und natürlich mit dem, dass man hier das Feuerstahl einhängen kann. Einfach geil. Aber ich bin gerade am Testen von einem anderen Messer, von einem Mora. Ja, das hat mir meine Frau jetzt zu Weihnachten geschenkt und ich muss sagen, das ist genauso scharf. Mora Messer, Hulta Force, alles das gleiche, aber einfach geil, Leute. Und günstig, es ist nicht teuer. Und man kann sich auch alles ein bisschen modifizieren, sodass es dann doch noch ein bisschen mehr nach Outdoor aussieht und nicht nach Werkzeug. Aber ich finde, das ist geil, das hier habe ich auch improvisiert. Da ist ein Messerdoktor noch mit dabei zum Schärfen vom Messer, dass ich immer wieder nachschärfen kann. Klar, richtig schärfen ist es nicht, aber nachschärfen ist es okay. So, das wären wir mal die Gegenstände. Jetzt kommen wir zum nächsten Gegenstand. Nächster Gegenstand, der mir dieses Jahr auch schon ganz viel geholfen hat, ist dieser Lederlappen. Der ist auch von Hulta Force, Little Helper heißt der. Ist auch schon gut im Gebrauch mit kleine Lochträne vom Feuer machen. Ja, man sollte nicht zu viel Feuer machen und man sollte immer einfetten. Und am besten mit Ballistolöl. Habe ich auch zu Hause, mache ich auch des Öfteren, aber trotzdem ist es einfach ja, gut im Gebrauch das Teil. Und es ist einfach super, man kann Feuer drauf machen, man kann Essen drauf zubereiten, man kann es als Schnittschutz nehmen, wenn man was schnitzt. Schnittschutz, wenn man was schnitzt, ja, habe ich schon richtig gesagt. Ja, einfach ein geiles Teil und da bin ich auch mördermäßig stolz drauf, das ist nicht teuer. Ich glaube, das hat gerade mal 20 Euro gekostet oder so. Wildleder, innen flauschig, außen weich, glatt. Geiles Teil, habe ich immer dabei, immer. Gut, dann kommen wir zum nächsten Gegenstand. Ist diese kleine Uko-Lampe. Habe ich mir auch ein bisschen modifiziert mit so Klebeband, was man hier machen kann. Dass es einfach ein bisschen outdoormäßiger aussieht und ich mag das so Tarnoptik und sowas. Ich finde es einfach cool, aber die Lampe ist einfach ein Hammer. Ich hoffe, ihr versteht es jetzt immer noch. Weil die ist windsicher durch das Glas hier. Und ja, wie gesagt, die ist auch nicht teuer. Die kostet, glaube ich, auch nur 20 Euro. Das geht und man kann sie irgendwo schön am Lager festhängen. Ich habe extra noch einen Karabiner hingemacht, dass ich es mir aufhängen kann, das Teil. Und wie gesagt, das ist eine winddichte, also eine windgeschützte Lampe mit Kerzen, mit Teelichter. Und die hängt ihr euch ans Lager und macht ein schönes Licht. Und wie gesagt, ist durch das Glas windgeschützt, kann nichts passieren. Einfach geiles Teil. Bin ich auch ganz arg stolz drauf. Und wird beim nächsten Overnighter auch wieder mit dabei sein. Ja, das war jetzt ein Stichwort. Später werde ich euch noch ein bisschen was sagen, was nächstes Jahr noch so ansteht. Jo, gut. Kommen wir zum nächsten Gegenstand. Nächster Gegenstand haben wir. Oh, ich muss aufpassen, dass es hier nicht durch die Ritzen fällt alles. Haben wir hier. Und zwar meine Säge von Heimwert. Ja, das ist, ich weiß nicht mal, was für ein Blatt da drauf ist. Aber die ist richtig gut. Und ich glaube, die macht Silky auch gute Konkurrenz. Also die ist wirklich top, mit der bin ich auch zufrieden, die ist auch stabil, fühlt sich auch hochwertig an und ich bin zufrieden mit der Dinge, egal was alle anderen schreiben jetzt. Silky, bla bla bla, ja, Silky ist the none of the top of the top oder was weiß ich, wie man es nennt.
Aber ich bin mit dem Teil zufrieden, es sägt, was es sägen soll, und genau das ist ja das auch, was Werkzeug machen soll. Es soll das tun, was es tun soll, wofür es gebraucht wird, und das macht die Säge, und auf die bin ich auch stolz, bin ich auch ganz arg froh drüber über die Säge, dass ich die habe. Deswegen Heimwertsäge, mit dem Etui kommt die klein, kompakt, aber trotzdem schnittscharf. Finde ich geiles Teil. Am Anfang habe ich ja, ich weiß nicht, wenn man die ersten Videos noch gesehen hat von euch, da war ich ja mit der Gardena-Säge unterwegs. Ja, war jetzt so semi-gut, aber hat auch funktioniert. Aber mit dem geht es einfach noch einen kleinen Tacken besser, und finde ich geil, bin zufrieden damit. Wie gesagt, keine High-End-Ausrüstung, alles chillig, alles günstig, aber gut. Ja. So, nächster Gegenstand. Nächster Gegenstand, mein Matka-Tarp. Und da bin ich liebe das Tarp. 19 schlaufig, leicht und geile Farbgebung durch das Danish Tarn. Einfach geil. Ich liebe das Teil hier, und mehr gibt es da auch nicht dazu zu sagen. Ich bin wirklich, wirklich stolz drauf. Hat, glaube ich, auch nur 30 Euro gekostet, aber es macht verdammt nochmal, was es soll, und es ist fest. Klar, wenn ein Wind geht wie heute, dann kannst du es nicht aufbauen, kannst du vergessen, dann reißt dir etwas weg, da reißt dir aber jedes andere Tarp genauso. Aber das hier ist einfach ein geiles Tarp, und das Coole ist, der Packsack hat unten noch ein Netz, dass wenn ihr das dann irgendwo hinhängt, im Lager oder am Rucksack befestigt, dann kann das noch abtropfen, wenn es nass geworden ist. Mattgard empfehle ich jedem, der ein gutes Tarp sucht. Danish Tarn gibt es in allen möglichen Tarn, oder in 3, 4 verschiedenen Farben gibt es das, aber es ist einfach sein Geld wert, und für mich noch viel mehr wert. Ja? Ich finde es geil. Ja, dann habe ich noch eine Tasse und meine Feldflasche. Feldflasche, nichts Besonderes jetzt für viele, für mich schon, weil ich finde die einfach geil. Die ist aus Alu, ja, es kommen wieder die Leute, die sagen Alu und bla bla bla. Ich tue ja nur Wasser rein, ich rühre nichts rum oder mache sonst irgendwas da drin, nur Wasser rein, trinken, fertig. Geiles Teil gibt es beim BW Online Shop, und meine kleine Mini-Tasse mit Karabiner, die habe ich vom Teddy für 1 Euro. Und ja, das ist so meine Ausrüstung, auf die ich ganz, ganz, ganz arg stolz bin, Leute. Natürlich auch auf meine Hose vom Decathlon, auf meine Hikes-Schuhe bin ich auch ganz arg stolz. Die trage ich sehr, sehr gern, die trage ich auch privat gerne. Ja, soviel mal zu meiner Ausrüstung, die ich eigentlich immer so mehr oder weniger immer dabei habe, und die mir einfach ganz viel wert ist, die mir ganz viel bedeutet. Auch wenn sie nicht teuer war, bedeutet sie mir ganz arg viel, und das ist meistens der größte Wert, und für mich ja, sind günstige Sachen genauso viel wert, wenn sie ihren Sinn und Zweck erfüllen wie teure Sachen. Ja? Also Leute, man muss nicht immer Silky haben, jeder benutzt Silky, jeder benutzt Carinthia, jeder benutzt Telecontext, jeder benutzt dies, jeder benutzt das. Ich benutze andere Sachen, und ich finde es einfach cool, dass man auch mal, man kann ja auch mal ein bisschen rausstechen durch günstigere Ausrüstung, weil ich finde, ich habe am Anfang auch sehr viel günstige Ausrüstung gesucht, habe wenig Videos gefunden, wo Leute günstige Ausrüstung vorstellen, die auch ihren Sinn erfüllt. Ja, deswegen, ja. Jetzt sage ich gleich noch ein paar Worte zu dem, was ich so im kommenden Ding geplant habe. Wenn es mir wieder besser geht, ich hoffe, das bricht nicht voll aus, das wäre nämlich richtig kacke. Aber wenn es mir besser geht, dann habe ich schon eine Idee, was wir als nächstes Video machen. Und was ich für euch als nächstes Video mache. Und dann, ja, genau, so machen wir das jetzt. Ich räume mal alles zusammen, außer meine Tasse. Ich habe eine Thermoskanne dabei. Ich habe Ingwer dabei, und ich habe einen Apple dabei, und ich habe Ingwer, Zitrone, Tee auch dabei als Beutel heute mal, und den gönnen wir uns jetzt. Aber erst räume ich mal alles auf.
So Leute, ich habe mir jetzt beim Tee zubereiten, wo ich Ingwer geschnitten habe und Apfel, mir sauber in den Daumen gesäbelt. Deswegen machen wir jetzt Schluss mit dem Video. Ja, in 2024 möchte ich noch schon sagen, ist geplant Overnighter mit Hängematte, deswegen habe ich hier den Underkilt dabei, den wollte ich euch noch zeigen, aber das saftet so ordentlich, da fahren wir jetzt mal besser nach Hause, weil wir sind ganz allein unterwegs. Also Leute, in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, Nacht, Morgen, Abend. Freut mich, dass ihr dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt. Und, jo, bis zum nächsten Video. Euer Outdoor Schwabe. Ich wünsche euch alles Gute. Ciao. Ah, Scheiße.